Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um ein Motorrad, das oft belächelt wird, die Royal Enfield Classic 350. Mit gerade mal 20 PS ist sie alles andere als ein Kraftpaket. Und trotzdem steht sie jetzt bei mir. War das ein Fehlkauf oder vielleicht auch ein Volltreffer? Darüber spreche ich heute mit euch. Hier sitze ich also auf meiner vor kurzem gebraucht gekauften Royal Enfield Classic 350. Ein Motorrad mit Charakter und Geschichte, das definitiv anders ist als alles, was ich bisher gefahren bin. Bevor wir ins Detail gehen, muss ich euch etwas gestehen. Wer mich und meinen Kanal kennt, weiß, dass ich bisher deutlich leistungsstärkere Maschinen gefahren bin. Da ist zum einen die TL1000S mit ihren beeindruckenden 125 PS ein echtes Kraftpaket. Oder meine BMW F800 GS mit ihren immerhin noch 85 PS. Und jetzt sitze ich auf einer 20 PS Maschine. Ja, ihr habt richtig gehört, 20. Manch einer würde sagen, das ist kaum mehr als ein aufgemotzter Roller. Die Frage, die sich viele von euch jetzt stellen: Warum zum Teufel kauft man sich eine Royal Enfield mit nur 20 PS? Naja, manchmal im Leben merkt man, dass es nicht immer nur um pure Leistung geht. Nach Jahren auf schnellen Maschinen wollte ich etwas anderes erleben, entschleunigen, das Fahren etwas anders wahrnehmen. Ich hatte ab und zu schon über Downsizing nachgedacht, zum Beispiel über einen 400er Triumph. Doch dann kam die Enfield in mein Blickfeld. Ihr klassisches Design, der einzigartige Sound und diese ganz besondere Ausstrahlung haben mich fasziniert. Und als ich dann die Gelegenheit hatte, dieses gut erhaltene Moped zu kaufen, habe ich zugeschlagen. Aber jetzt zur wichtigsten Frage: Wie fährt sich so eine Royal Enfield 350? War es ein Fehler, von so viel Leistung auf so wenig umzusteigen? Die kurze Antwort: Nein, auf keinen Fall. Die etwas längere Antwort: Die ersten Kilometer waren eine Umstellung, keine Frage. Wenn man jahrelang mit Motorrädern mit viel Power gefahren ist, muss man sein Fahrverhalten anpassen. Aber genau das hat mir so viel Spaß gemacht. Mit der Royal Enfield fahre ich bewusster, ich plane Überholvorgänge sorgfältiger, ich genieße die Landschaft mehr, ich hetze nicht von A nach B, sondern genieße den Weg dahin. 20 PS und 27 Newtonmeter klingen nach wenig. Aber auf der Landstraße reicht es völlig aus. Man kommt da flott auf Tempo und für entspannte Touren ist die Leistung absolut ausreichend. Der Einzylinder hat einen wunderbaren Charakter, läuft seidig für einen Einzylinder und hat diesen typischen tiefen Royal Enfield Sound, der einfach Spaß macht. Das Getriebe hat mich positiv überrascht. Es ist präzise, gut abgestuft und passt perfekt zum Charakter des Motorrads. Die Gänge rasten sauber ein und man findet immer den richtigen Gang für die jeweilige Situation. Bei den Bremsen war ich zunächst skeptisch, aber auch die sind ziemlich gut. Sie packen ordentlich zu und vermitteln ein gutes Gefühl. Natürlich sind sie nicht mit den Hochleistungsbremsen einer modernen Sportmaschine vergleichbar, aber für dieses Motorrad und seinen Einsatzzweck sind sie absolut ausreichend und sogar richtig gut. Die Sitzposition ist richtig entspannt. Man sitzt aufrecht und hat einen guten Überblick über den Verkehr. Auch nach längeren Fahrten habe ich keine Rückenschmerzen oder verkrampften Handgelenke. Ein klares Plus für Tourenfahrer und alle, die es gemütlich mögen. Die Federung ist komfortabel ausgelegt, schluckt die meisten Unebenheiten gut weg, ohne dabei schwammig zu wirken. Für Landstraßentouren ist das Setup genau richtig. Für wen ist so ein Motorrad geeignet? Definitiv nicht für jeden. Wer hauptsächlich Autobahn fährt oder auf maximale Beschleunigung aus ist, wird mit der Royal Enfield nicht glücklich. Aber für alle, die entspannte Touren über Landstraßen lieben, die das Besondere suchen und die bereit sind, einen Gang zurückschalten, im wahrsten Sinne des Wortes, für die könnte die Classic 350 genau das Richtige sein. Sie ist übrigens auch für Wiedereinsteiger oder Fahranfänger gut geeignet. Die überschaubare Leistung macht sie gut kontrollierbar und man kann sich voll auf das Fahren konzentrieren, ohne von zu viel Power überfordert zu werden. Also war die Royal Enfield Classic 350 ein Fehlkauf oder ein Volltreffer? Für mich ganz klar ein Volltreffer. Sie hat mir gezeigt, dass Motorradfahren nicht nur mit viel Power Spaß machen kann. Außerdem habe ich jetzt wieder ein Motorrad, das es Spaß macht, einfach nur anzusehen.
Die Royal Enfield Classic 350 ist ein Charakterbike mit Seele, das in einer Zeit der immer höheren Leistungszahlen und immer komplexeren Elektronik einen erfrischend anderen Weg geht. In den kommenden Wochen und Monaten werde ich euch noch mehr Videos zur Royal Enfield bringen. Ich werde über meine Langzeiterfahrungen sprechen, über mögliche Modifikationen und natürlich über meine Tour. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um bei neuen Videos benachrichtigt zu werden. Habt ihr Fragen zur Royal Enfield oder Kommentare zu meiner Entscheidung? Dann schreibt sie mir unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen, passt auf euch auf und wir sehen uns beim nächsten Mal.